Hast du dich jemals gefragt, wie riesig Flugzeuge wirklich sein können? In diesem atemberaubenden Video nehmen wir dich mit auf eine spannende Reise durch die größten und beeindruckendsten Flugzeuge, die je den Himmel erobert haben. Wir lüften die faszinierenden Geheimnisse, die es diesen gigantischen Maschinen ermöglichen, zu fliegen. Mach dich bereit für eine Reise voller Staunen und Faszination, wo Wissenschaft und Ingenieurskunst in wahrhaftigen Meisterwerken verschmelzen. Drück den Like-Button und lehn dich entspannt zurück, denn wir starten gleich durch in eine Welt voller Wunder. Das lächelnde Monster am Himmel. Es ist der fliegende Riese Airbus Beluga XL, der die Herzen von Luftfahrtfans mit seinem einzigartigen Lächeln und seinen beeindruckenden Fähigkeiten erobert hat. Im Jahr 2022 startete dieser Gigant zu seinem ersten kommerziellen Flug und eröffnete damit ein neues Kapitel in der Welt des Schwerlastlufttransports. Hinter diesem charmanten Lächeln steckt eine gewaltige Investition von 917 Millionen Euro, die in ein einzigartiges Design und eine beispiellose Ingenieursleistung geflossen ist. Das Flugzeug kann eine außergewöhnliche Nutzlast von bis zu 53 Tonnen transportieren und ist 53 Meter lang, was es zu einem der größten Frachter weltweit macht. Und das Innere? So geräumig, dass es ein komplettes Airbus A380 Heckstück aufnehmen kann. Doch das ist noch nicht alles. Die Beluga XL transportiert nicht nur Flugzeugteile, sondern auch Treibstofftanks für Raumfahrtmissionen. Darüber hinaus fliegt sie mit nachhaltigem SAF-Kraftstoff, der ohne fossile Brennstoffe hergestellt wird, ein bedeutender Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Bis heute wurden 6 Exemplare dieser einzigartigen Maschinen gebaut, und jedes von ihnen ist ein technisches Wunderwerk. Der Airbus Beluga XL ist mehr als nur ein Flugzeug, er ist eine mutige Vision für die Zukunft der Luftfracht. Bist du bereit für einen unvergesslichen Flug? Hast du dir jemals ein Flugzeug vorgestellt, dessen Flügelspannweite größer ist als die der Kathedrale Notre Dame? Dann lerne die gigantische Stratolaunch Modell 351 kennen, ein technisches Wunder, das Rekorde bricht und den Verstand übersteigt. Dieses Flugzeug hält den Weltrekord für die größte Spannweite in der Luftfahrtgeschichte, unglaubliche 117,3 Meter. Würde man sie aufrecht hinstellen, wäre sie sogar höher als die berühmte Kathedrale Notre Dame de Paris. Doch Größe ist nicht alles. Das wahre Highlight ist ihre Mission. Die Stratolaunch wurde entwickelt, um Raumfahrtraketen zwischen ihren Doppelflügeln zu tragen und sie in einer Höhe von 10 Kilometern auszuklinken. Damit ersetzt sie die erste Stufe herkömmlicher Raketenstarts und macht den Start von überall auf der Welt möglich, ganz ohne klassische Weltraumbahnhöfe. Die Tragfähigkeit? Bis zu 250 Tonnen. Obwohl bisher nur ein Exemplar gebaut wurde, sind 5 weitere in Planung. Die Stratolaunch ist mehr als nur ein Flugzeug, sie ist ein Portal in die Zukunft, ein Symbol visionärer Ingenieurskunst, das Science Fiction Wirklichkeit werden lässt. Boeing C-17 Globemaster III, der Riese am Himmel. In der Welt der Militärflugzeuge ist die Boeing C-17 Globemaster III eines der stärksten und wichtigsten Flugzeuge in der Geschichte. Die C-17 Globemaster III ist ein einzigartiges militärisches Transportflugzeug, das in der Lage ist, sowohl Personal als auch militärische Ausrüstung durch den Himmel zu transportieren. Was dieses Flugzeug besonders auszeichnet, ist seine erstaunliche Flexibilität. Es kann auf sehr kleinen Flughäfen landen, auf denen Düsenflugzeuge sonst nicht landen können. Es kann außerdem von kurzen Start- und Landebahnen von nur 1067 Metern Länge starten und landen. Die C-17 ist nicht einfach ein normales Transportflugzeug, sondern ein Luftgigant mit einer Länge von 52 Metern, der Lasten von bis zu 77 Tonnen transportieren kann. Es kann 102 Soldaten, A-64 Apache Hubschrauber und sogar die riesigen M1 Abrams Panzer transportieren. Die C-17 Globemaster III ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug in militärischen Operationen weltweit geworden und hat bei der Verlegung von Soldaten und militärischer Ausrüstung an schwer erreichbare Orte eine wichtige Rolle gespielt. Sie ist wirklich ein unvergleichlicher Riese am Himmel. Hat dir dieser Luftgigant gefallen? Vergiss nicht, deine Meinung in den Kommentaren zu teilen. Ilya Muromets, das Flugzeug, das die Geschichte veränderte. Wenn du von einem Flugzeug hörst, das als erster mehrmotoriger Bomber in die Geschichte einging und gleichzeitig das erste Passagierflugzeug war,
dann sprichst du mit Sicherheit von der Legende Ilja Muromets. Ursprünglich wurde dieses russische Meisterwerk für den zivilen Flugverkehr entwickelt, und in einem ihrer Testflüge transportierte sie sogar 16 Passagiere. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich alles. Das Flugzeug wurde zu einem Bomber und auch für Aufklärungsmissionen eingesetzt. Nach heutigen Maßstäben mag es bescheiden erscheinen. In der IMB-Version hatte es eine Länge von nur 19 Metern, und die Höchstgeschwindigkeit der IME-1-Version lag bei nur 130 Kilometern pro Stunde. Aber zu dieser Zeit war es eine wahre Revolution in der Luftfahrt. Als es über dem Himmel von St. Petersburg flog, stoppte der Verkehr komplett, und die Menschen kamen aus ihren Häusern, erstaunt über dieses unglaubliche technische Meisterwerk. Würdigung ihres beeindruckenden Erfolges wurde in einer speziellen Oper mit dem Namen Igor Sikorsky ausgedrückt, zu Ehren des Genies, das sie entworfen hatte. Ilja Muromets war nicht nur ein Flugzeug. Es markierte den Beginn einer neuen Ära der Luftfahrt weltweit. Die französische Legende, die den Atlantik überflog. Im Jahr 1936 beschlossen die französischen Behörden, ein gewagtes Abenteuer zu wagen und ein luxuriöses Wasserflugzeug zu entwickeln, das den Atlantik überqueren konnte. So entstand die Latiguere 631. Obwohl nur eine begrenzte Anzahl dieser Flugzeuge produziert wurde, waren die technischen Möglichkeiten dieser Maschine zu ihrer Zeit beeindruckend. Sie wurde entwickelt, um 46 Passagiere mit höchstem Komfort und Luxus zu befördern. Stell dir vor, du bist in einem Wasserflugzeug von 43 Metern Länge, das über eine geräumige Passagierkabine von 35 Metern Länge und 4 Metern Breite verfügt, mit Restaurants mit einem doppelstöckigen Speisesaal, 7 luxuriösen Doppelkabinen für besondere Gäste, Schlafplätzen und komfortablen Einrichtungen für jeden Passagier und sogar privaten Toiletten an Bord. Das Flugzeug konnte Passagiere auf einer Strecke von bis zu 6.350 Kilometern über den Ozean mit völliger Bequemlichkeit transportieren, während die Crew eine ruhige und exakte Reise sicherstellte. Es ist nicht nur ein Flugzeug, sondern ein fliegendes Schiff durch die Zeit und eine der schönsten Geschichten des klassischen Luxusflugs. Erinnert ihr euch an den tragischen Absturz der legendären Antonov An-225? Nach diesem Unglück ging der Titel des größten Passagierflugzeugs der Welt an ein ebenso beeindruckendes Meisterwerk der Ingenieurskunst, den Airbus A380. Obwohl die Produktion eingestellt wurde, bestätigt Airbus, dass dieses riesige Flugzeug noch jahrzehntelang am Himmel fliegen und die Welt mit seinen Fähigkeiten begeistern wird. Was macht diesen fliegenden Giganten so besonders? In der Version A380 bis 800 kann er bis zu 525 Passagiere in 3 Klassen befördern, verteilt auf 2 vollständige Decks. Stell dir vor, du gehst durch ein Flugzeug mit einer Länge von 73 Metern und einer Spannweite von fast 80 Metern. Ein Flug an Bord dieses Flugzeugs fühlt sich an wie eine Reise in einer luxuriösen Hotelsuite, dank der größten Passagierkabine der Welt. Kein Wunder, dass dieses Flugzeug sogar von prominenten Persönlichkeiten und Mitgliedern der saudi-arabischen Königsfamilie als Privatjet bestellt wurde. Der Airbus A380 ist weit mehr als nur ein Flugzeug. Er ist ein Symbol für ultimativen Komfort, technische Exzellenz und luxuriöses Reisen. Hättest du gedacht, dass Fliegen so beeindruckend sein kann? Teile deine Meinung in den Kommentaren. AEROSCRAFT, das kommende Schiff des Himmels. Während die Zeppelin-NT-Luftschiffe weiterhin ein Symbol der klassischen Luftfahrt darstellen, tritt das Aeroscraft-Projekt mit einer revolutionären Vision hervor, die die Technologie der Luftschiffe in die Zukunft transportiert. Diese einzigartige Innovation kombiniert die Fähigkeiten von Turboprop-Flugzeugen, Hubschraubern und traditionellen Luftschiffen, um uns etwas völlig Neues zu bieten. In seiner fortschrittlichen Version, dem Aeroscraft ML866, übersteigt seine Länge das Doppelte der gigantischen Boeing 747. Dieses Luftmonster wurde speziell für den Transport von Schwerlasten entwickelt und kann bis zu 66 Tonnen Fracht tragen und Distanzen von bis zu 4.990 Kilometern zurücklegen, ohne eine Landebahn zu benötigen. Noch beeindruckender ist, dass sein Auftriebskontrollsystem auf einer erstaunlichen Technologie basiert, die der Balance von U-Booten ähnelt, in dem Helium in speziell dafür vorgesehenen Behältern komprimiert wird, um die Höhe und den Abstieg mit höchster Präzision zu steuern.
Aeroscraft ist nicht nur ein Transportmittel. Es ist der Beginn einer neuen Ära der intelligenten und nachhaltigen Luftfracht. Zurück in die Zukunft mit der Concorde. In nur 5 Jahren könnten die Menschen wieder mit Geschwindigkeiten fliegen, die die Schallmauer durchbrechen. Und wenn wir von Überschallflug sprechen, dann geht der Blick sofort zu der Legende, der Concorde. Dieses britisch-französische Flugzeug, das 2003 zum letzten Mal abhob, sorgt auch heute noch für Diskussionen und fasziniert Flugbegeisterte auf der ganzen Welt. Es stimmt, dass ein Ticket alles andere als billig war. Es überstieg 9.150 €, aber was bekam man dafür? Einen Flug von London nach New York in weniger als 3 Stunden. Genauer gesagt, 2 Stunden, 52 Minuten und 59 Sekunden. Schneller als jedes andere Passagierflugzeug in der Geschichte. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 2.330 Kilometer pro Stunde, und während ihrer 27 Jahre dauernden Dienstzeit beförderte sie mehr als 3 Millionen Passagiere, darunter den berühmten britischen Reisenden Fred Finn, der 718 Mal mit ihr flog. Ein unvergessliches Flugzeug, eine legendäre Maschine, die vielleicht bald wieder in die Lüfte aufsteigt. Sind Sie bereit, in die Zukunft zu fliegen? Dieses militärische Transportflugzeug ist alles andere als gewöhnlich. Es kann 6 A-64 Apache Kampfhubschrauber gleichzeitig transportieren oder bis zu 345 Soldaten und Offiziere mitsamt ihrer Ausrüstung befördern. Stellen Sie sich vor, ein einziges Flugzeug, das eine kleine Armee bewegen kann. Obwohl ursprünglich für militärische Zwecke konzipiert, wurden auch zivile Varianten entwickelt, wie das Modell L500, sowie eine spezielle Version für die NASA, die C5C, für außergewöhnliche Missionen. Wussten Sie, dass bislang 131 Exemplare der C5 Galaxy gebaut wurden? Ein besonders beeindruckendes Schauspiel bietet sich, wenn dieses riesige Flugzeug in geringer Höhe fliegt. Sein massiver Rumpf und das durchdringende Dröhnen lassen den Himmel erbeben und vermitteln das Gefühl, als würde ein Erdbeben über einen hinwegziehen. Kurz gesagt, die C5 Galaxy ist nicht nur ein Flugzeug, sie ist ein Gigant aus einer anderen Ära, der Stärke, Größe und ingenieurtechnische Meisterleistung in ihrer beeindruckendsten Form verkörpert. Haben Sie jemals solch ein stählernes Ungetüm gesehen? Die fliegende Legende. Tu-95 Mega-Siemens, eine unbesiegbare Bomber. In der Welt der Militärluftfahrt gibt es Flugzeuge, die erwähnt werden, und Flugzeuge, die verewigt werden. Die Tu-95 Mega-Siemens ist eines dieser Legenden, die ihren Namen mit Stärke und Überlegenheit in die Geschichtsbücher geschrieben hat. Erstens ist sie der einzige Bomber der Welt, der mit turbofanggetriebenen Propellermotoren betrieben wird und in großer Stückzahl produziert wird. Zweitens, trotz ihrer traditionellen Motoren, ist sie das schnellste Flugzeug ihrer Art mit einer Geschwindigkeit von bis zu 830 Kilometern pro Stunde. Drittens verfügt sie über eine gewaltige Schubkraft von 60.000 PS, die auf ihre 4 Triebwerke verteilt ist. Mit einer Länge von 49 Metern und einer Flügelspannweite von fast 50 Metern ist sie einer der größten Bomber am Himmel. Und das ist noch nicht alles. Sie hält den Rekord für die längste Reichweite eines Bombers mit 30.000 Kilometern, wobei sie in der Luft betankt wird. Eine erstaunliche Zahl, die bisher von keinem anderen Flugzeug übertroffen wurde. Es ist nicht nur eine fliegende Maschine, sondern ein himmlisches Ungeheuer, das die russische Stärke in ihrer schönsten Form verkörpert. HY Crane, eine Legende am Himmel. Hast du dir jemals vorgestellt, dass Flugzeuge riesige Lasten heben können? Lerne den S-64 Sky Crane kennen, den stärksten Hubschrauber der Welt. Der S-64 Sky Crane hob 1962 zum ersten Mal ab und hat seitdem seine Stärke bei äußerst anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis gestellt. Er erreichte die höchste horizontale Höhe, die ein Hubschrauber jemals erreicht hat, mit einer Flughöhe von 11 Kilometern. Darüber hinaus wurde der Sky Crane zu einer effektiven Waffe im Kampf gegen Waldbrände, dank eines Wassertanks mit 10.000 Litern Fassungsvermögen, der in nur 45 Sekunden gefüllt werden kann. Er zeichnet sich auch durch seine Fähigkeit aus, schwere Lasten zu heben, mit einer Tragfähigkeit von 9,1 Tonnen, was ihm ermöglicht, große Teile wie Komponenten von Fernsehtürmen und Sendemasten zu transportieren.
Nach mehr als 60 Jahren im Einsatz fliegt der Sky Crane immer noch über den Himmel der Welt, sowohl bei militärischen als auch bei zivilen Missionen, und wird in vielen schwierigen Operationen als unverzichtbares Werkzeug angesehen. Eine Legende ohne Ende: der Hubschrauber CH-47 Chinook. Mehr als 60 Jahre nach ihrem ersten Flug durchdringt der legendäre Hubschrauber Boeing CH-47 Chinook immer noch mit seiner Kraft und Stabilität den Himmel. Von den USA bis Japan wird dieser Riese weltweit immer noch für die anspruchsvollsten Missionen eingesetzt. Ursprünglich als militärischer Transporthubschrauber entwickelt, hat sich der Chinook auch in zivilen Anwendungen bewährt, da er ungewöhnliche Lasten transportieren kann, von Booten voller Marinesoldaten bis hin zu anderen Hubschraubern. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl von Varianten aus, von Modellen mit der Fähigkeit, in der Luft betankt zu werden, bis hin zu Fallschirmspringersystemen, was ihn zu einem der vielseitigsten Hubschrauber der Welt macht. Und falls du denkst, dass dies seine Grenzen sind, hier kommt die Überraschung. Während der Evakuierungsmissionen der vietnamesischen Flüchtlinge stellte der Chinook einen Weltrekord auf, als er 147 Personen samt Gepäck in einer einzigen Reise transportierte. Er ist nicht nur ein Hubschrauber, sondern ein Symbol für Robustheit, Kraft und Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hinweg. Zeppelin. Eine Legende am Himmel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte Graf Ferdinand von Zeppelin die Luftfahrt für immer, als er ein Pionier im Bereich der Luftschiffe wurde. Seine Erfindungen waren so revolutionär, dass der Name Zeppelin als Synonym für jedes Luftschiff weltweit verwendet wurde. Im Jahr 1910 starteten seine ersten kommerziellen Flüge, und in nur 4 Jahren wurden mehr als 10.000 Passagiere mit seinen Luftschiffen transportiert. Eine erstaunliche Zahl zu jener Zeit. Heute bewahrt die Firma Zeppelin Luftschiffttechnik dieses einzigartige Erbe, indem sie eine neue Generation von Luftschiffen in der Serie Zeppelin NT herstellt. Obwohl diese nicht die Größe des legendären Hindenburg erreichen, ist ihre Länge von 75 Metern immer noch beeindruckend. Diese modernen Luftschiffe können Distanzen von bis zu 900 Kilometern fliegen, was sie zu einem der beeindruckendsten Erlebnisse für sanftes und langsames Fliegen über Städte und Natur macht. Kurz gesagt, Zeppelin ist mehr als nur ein Luftschiff. Es ist Geschichte, die am Himmel fliegt. Das Monster, das die Satelliten verwirrte. Das Kaspische Seemonster. In der Welt der Luftfahrt gibt es Erfindungen, die den Verstand verblüffen, aber nichts ist vergleichbar mit diesem legendären Ungeheuer. Es ist das Ekranoplan Kilometer, bekannt unter dem Spitznamen Kaspisches Seemonster, ein gigantisches Fahrzeug, das in niedriger Höhe über der Wasseroberfläche fliegt und Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometern pro Stunde erreicht. Mit einer Länge von 92 Metern und einer Flügelspannweite von über 37 Metern konnte es bis zu 300 Tonnen Fracht auf einmal transportieren. Dieses Monster trat mit großem Tamtam in die Geschichte ein und wurde erstmals von einem amerikanischen Spionagesatelliten während des Kalten Krieges gesichtet. Trotz dieser erstaunlichen Fähigkeiten war ihm jedoch kein Erfolg beschieden. Leider aufgrund eines menschlichen Fehlers ab und sank ruhig, nachdem es tagelang über die Wasseroberfläche flog, ohne dass ernsthafte Rettungsversuche unternommen wurden. Kannst du dir vorstellen, dass dieses gigantische, seiner Zeit weit vorausgehende Wunderwerk niemals in Produktion ging? Es ist eines der spannendsten und geheimnisvollsten Luftfahrtgeheimnisse der Geschichte. Boeing 747. Die Königin des Himmels. Wenn wir über Größe in der Luftfahrt sprechen, können wir die Legende der Boeing 747 nicht ignorieren. Sie war das erste Doppelstockflugzeug für Langstreckenflüge und eines der beeindruckendsten Modelle in der Geschichte der Luftfahrt. In ihrer Version 747-8 misst sie beeindruckende 76 Meter in der Länge und kann 581 Passagiere auf einmal befördern. Ja, diese Zahl reicht aus, um die gesamte Bevölkerung eines kleinen Dorfes in nur einem Flug zu transportieren. Sogar in der Filmwelt hatte die Heldin eines bekannten Films Schwierigkeiten, ihre entführte Tochter in diesem riesigen Flugzeug zu finden, obwohl sie mit seinen Details bestens vertraut war. Das zeigt, wie riesig es ist. Und überraschenderweise wird die Version VC-25A dieses Flugzeugs als Air Force One verwendet, das private Flugzeug des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Kurz gesagt, die Boeing 747 ist mehr als nur ein Flugzeug. Sie ist ein Symbol für Fortschritt, Innovation und die Herrschaft über den Himmel.
Airbus A400M, der Riese des Himmels für den Transport schwerer Ausrüstung. Müssen Sie schwere Ausrüstung oder Fahrzeuge transportieren? Dann sollten Sie die Airbus A400M kennenlernen, das Flugzeug, das ein wahrer Profi im Transport von schweren Lasten ist. Die A400M ist in der Lage, bis zu 37 Tonnen schwere Ausrüstungen zu transportieren, wie beispielsweise Land Rover-Fahrzeuge, Apache-Hubschrauber oder Roland-Luftabwehrsysteme. Doch ihre Leistung hört hier nicht auf, sie kann auch 120 Fallschirmjäger auf einmal befördern. Was sie besonders macht, ist ihre Fähigkeit, auf unbefestigten Landebahnen zu arbeiten, was sie ideal für Einsätze unter schwierigen Bedingungen macht. Zudem ist sie mit nachhaltigem Flugkraftstoff SAF kompatibel, was sie zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Mit einer Länge von über 45 Metern entspricht die Airbus A400M der Höhe des Titusbogens in Rom, was sie zu einem der beeindruckendsten Flugzeuge am Himmel macht. Fliegende Gigant, der keine Ruhe kennt. Die Aerospace Lines Super Guppy ist eines der faszinierendsten Flugzeuge, das je für die Raumfahrt entwickelt wurde. Ursprünglich in den 1960er Jahren konstruiert, um Teile der riesigen Saturn-V-Rakete zu transportieren, wurde die Super Guppy speziell für den Transport von übergroßen Frachtstücken entworfen. Mit einem Frachtraumdurchmesser von 7,6 Metern und einer Länge von 33,8 Metern kann sie Fracht aufnehmen, die für andere Flugzeuge schlicht zu groß ist. 1. Die Frachtkapazität beträgt beeindruckende 24.000 Kilogramm, und sie kann Strecken von über 3.200 Kilometern ohne Zwischenlandung zurücklegen. 2. Besonders bemerkenswert ist die aufklappbare Nase, die das Be- und Entladen sperriger Güter erheblich erleichtert. Von den insgesamt 5 gebauten Exemplaren ist heute nur noch eine Super Guppy im aktiven Dienst, betrieben von der NASA. Dieses einzigartige Flugzeug wird weiterhin für den Transport von Raumfahrtkomponenten eingesetzt und ist ein lebendiges Zeugnis für die Ingenieurskunst vergangener Jahrzehnte. 3. Die Super Guppy ist mehr als nur ein Flugzeug. Sie ist eine fliegende Legende, die die Grenzen des Möglichen erweitert hat. Mi-12, der Gigant der Luftfahrt, der alle Grenzen durchbrach. Kannst du dir einen riesigen Hubschrauber mit einem Gewicht von 69 Tonnen vorstellen? Das ist der Mi-12, der größte und schwerste Hubschrauber, der jemals gebaut wurde. Dieser Gigant stellte viele Rekorde auf, darunter das Heben einer Last von 40 Tonnen auf eine Höhe von 2250 Metern, ein Rekord, den bis heute kein anderes Flugzeug übertroffen hat. Ursprünglich wurde er entwickelt, um Komponenten für interkontinentale ballistische Raketen zu transportieren, aber er war stark genug, um im Bedarfsfall 196 Passagiere zu befördern. Trotz all dieser beeindruckenden Fähigkeiten wurden nur 2 Exemplare dieses einzigartigen Modells gebaut, die die Geschichte einer außergewöhnlichen Ingenieursvision bezeugen. Aufgrund der raschen geopolitischen Veränderungen und dem Aufkommen von Satelliten wurde seine militärische Rolle reduziert, aber glücklicherweise überlebten die beiden Hubschrauber und sind heute in russischen Militärmuseen ausgestellt, um als Zeugnis für die Kraft von Innovation und Militärtechnologie zu dienen. Weißt du, welches das größte Flugzeug ist, das je den Himmel der Erde durchquert hat? Es ist die legendäre Antonov An-225 Mriya, das größte und stärkste Flugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Ursprünglich war der Bau von 2 Maschinen geplant, doch nur eine einzige wurde je fertiggestellt. Aber sie schrieb Geschichte. Am 25. Februar 2022 mitten im Donner der Kämpfe auf dem Flughafen Hostomel verstummte das Herz dieses Giganten. Doch ihre Errungenschaften leben für immer weiter. Auch das der Herr Philipp so sie sagen nachdem ich vermachistrat no tratno verderben abschanat no nachdem chistrat no ich no fringelana dem Nachen gilf dem Menose pistrat no traten der fmornere Botenri vor. Vorne noch tramach kist fnif no Erdbeer no Herbst noch Salz und Hilbalg no an dem Tauch gertevnen er alt schießen. Irmri vor anfahriger Gosei, greifach, güstet dich dops nach diesen. Das gnadenlose Monster des Himmels. Anfang März warfen zum ersten Mal 2 Boeing B-52 Stratofortress Bomberbomben über dem finnischen Luftraum ab. Keine Sorge, es handelte sich lediglich um eine Trainingsübung.
Dieses mächtige Flugzeug gilt als der stärkste strategische Bomber im Arsenal der Vereinigten Staaten. Und das ist keineswegs übertrieben. Die B-52 kann über 30 Tonnen tödlicher Waffen tragen. Die Besatzung besteht aus 5 Personen: dem Kommandanten, dem Piloten, dem Radarspezialisten, dem Navigator und dem Elektronikkriegsoffizier. Die Länge? 49 Meter. Die Spannweite? Über 56 Meter. Doch nicht nur ihre Größe macht sie zur Legende. Die B-52 trägt den Titel des größten Kampfflugzeugs der Geschichte, das je andere Flugzeuge abgeschossen hat, und ist eines der dienstältesten Militärflugzeuge überhaupt, seit über 50 Jahren ununterbrochen im Einsatz. Ein Bomber, der den Ruhestand nicht kennt, und ein Gegner, den man in keinem Krieg unterschätzen darf. Das Luftkunstwerk Bell Boeing V-22 Osprey. Ein einzigartiges technisches Meisterwerk, das weltweit das einzige Flugzeug ist, das die Fähigkeiten von Flugzeugen und Hubschraubern in einem einzigen Design vereint. Die V-22 Osprey ist das erste schwenkbare Drehflügelflugzeug, das in Serienproduktion geht und dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten in komplexen militärischen Einsätzen verwendet wird. Es startet und landet vertikal wie ein Hubschrauber und erreicht die Geschwindigkeit eines Flugzeugs mit bis zu 565 km pro Stunde. Mit einer Länge, die der von 2 Bussen entspricht, bietet sie ausreichend Platz, um Dutzende von Fallschirmjägern zu transportieren. Sie wird auch für Transport-, Evakuierungs-, Rettungs- und logistische Unterstützungsmissionen eingesetzt. Mehr als 30 Jahre Ingenieurentwicklung führten zur Produktion von über 400 Exemplaren. Es ist mehr als nur eine Flugmaschine. Es ist eine Revolution in der Militärluftfahrt. Wenn du ein Fan von Luftfahrttechnologie und erstaunlicher Ingenieurkunst bist, erwartet dich eines der beeindruckendsten fliegenden Maschinen, die die moderne Geschichte hervorgebracht hat. Das Riesenflugzeug der Träume. Boeing Dreamlifter. Hast du schon einmal von einem Flugzeug gehört, das keine Passagiere transportiert, sondern Flugzeuge? Es ist der Boeing Dreamlifter, das Flugzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Teile des riesigen Boeing 787 Dreamliners von Japan nach Amerika zu transportieren. Eine Reise, die früher einen ganzen Monat über das Meer dauerte, dauert jetzt nur noch 8 Stunden in der Luft. Und das Unglaubliche? Dieses fliegende Monster wird von nur 2 Piloten gesteuert. Stell dir vor, du bist in einem Flugzeug, das so groß ist wie 6 Busse, mit einer Höhe, die der des Weißen Hauses entspricht. Sein gewaltiges Volumen beträgt 1840 Kubikmeter, und es zählt zu den größten Flugzeugen der Welt. Aber die Überraschung? Es gibt nur 4 solcher Flugzeuge auf der ganzen Welt. Trotz seiner Größe fliegt es mit einer Geschwindigkeit von bis zu 878 km pro Stunde, was es zu einer Legende in der Luftfrachtindustrie macht. Es ist nicht nur ein Flugzeug. Es ist das Bindeglied, das die Luftfahrtindustrie am Laufen hält. Das amerikanische Himmelsmonster. Im Jahr 1967 stand das US-Militär vor einer großen Herausforderung. Es brauchte einen Hubschrauber, der die Tragfähigkeit des vorherigen Hubschraubers CH-53 verdoppelt. Die ingenieurtechnische Antwort kam in Form einer neuen Ikone, die die Welt verblüffte: der Sikorsky CH-53E Super Stallion, der größte Hubschrauber in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Kannst du dir vorstellen, dass ihre Länge länger ist als ein Basketballfeld? Der 7-blättrige Hauptrotor deckt eine Fläche von über 460 Quadratmetern ab. Ja, sie ist ein Gigant, im wahrsten Sinne des Wortes. Während die vorherige Version, der CH-53, 38 Soldaten befördern konnte, bietet diese verbesserte Version Platz für 55 Soldaten und kann Außenlasten von bis zu 16,3 Tonnen transportieren. Kraft, atemberaubendes Design und unvergleichliche ingenieurtechnische Kreativität. Das ist die Super Stallion, der Hubschrauber für unmögliche Missionen. Der militärische Riese, An-22. Wenn Stärke auf riesige Größe trifft. Im Jahr 1965 erhob sich das legendäre Flugzeug An-22 erstmals in den Himmel, der größte turbinengetriebene Militärtransportflieger der Welt. Diese fliegende Bestie ist mehr als 57 Meter lang, und ihre Höhe entspricht ungefähr einem Gebäude mit 4 Etagen.
Sie wurde speziell für den Transport von schwerem Militärgerät entwickelt und kann beeindruckende 80 Tonnen an Ausrüstung und Fahrzeugen transportieren. Sie ist auch ideal für den Transport von Soldaten, da sie Platz für bis zu 150 Fallschirmjäger mit voller Ausrüstung bietet. Zu ihren herausragenden Merkmalen gehört das Siebenen-Rad-Landesystem, das ihr ermöglicht, selbst auf unbefestigten oder erdigen Landebahnen zu starten und zu landen. Es ist nicht nur ein Flugzeug, sondern ein Symbol für Stärke und technologische Überlegenheit. Die An-22, der unbesiegbare Riese am Himmel. Mi-26. Der fliegende Riese ohne Grenzen. Es ist schwer zu glauben, aber die zivilisierte Version des Hubschraubers Mi-26 wird in diesem Jahr 40 Jahre alt, und dennoch fliegt sie weiterhin mit voller Kraft und behauptet ihren Platz am Himmel. Noch heute hält der Mi-26 den Weltrekord für die größte Transportlast, die je von einem Serienhubschrauber transportiert wurde, und ist zudem der größte Hubschrauber, der jemals gebaut wurde. Ihre Gesamtlänge beträgt etwa 40 Meter, und der Durchmesser des Hauptrotors misst 32 Meter. Stell dir vor, dass sie nicht einmal auf 2 benachbarte Tennisplätze passt. In ihrer medizinischen Version bietet sie Platz für 60 Patienten in liegender Position. Bei Löscheinsätzen kann sie 15.000 Liter Wasser auf einmal transportieren. Ob bei humanitären oder militärischen Einsätzen bleibt der Mi-26 ein Symbol für Stärke, Zuverlässigkeit und geniales Design. Es ist nicht nur ein Hubschrauber, sondern eine Legende am Himmel. C-130 Hercules, der Held der Militärluftfahrt. Hast du jemals davon geträumt, das größte Militärtransporteflugzeug der Welt zu sehen? Hier ist die C-130 Hercules, das Flugzeug, das weltweit am meisten in der Militärluftfahrt eingesetzt wird. Die C-130 Hercules in ihrer Version C-130J zeichnet sich durch eine Länge von 30 Metern und eine Spannweite von 40,5 Metern aus und gehört zu den Flugzeugen, die unzählige Flugstunden erreicht haben. Ihre Flugzeuge haben über 3 Millionen Flugstunden überschritten. Seit 2019 sind mehr als 2000 Hercules-Flugzeuge weltweit im Einsatz, die verschiedene Missionen durchführen, von wissenschaftlicher Forschung bis hin zu psychologischen Operationen und sogar Notfalleinsätzen. Dies macht sie zu einem unverzichtbaren Flugzeug in vielen Operationen. Möchtest du mehr über die außergewöhnlichsten Versionen der Hercules erfahren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Das fliegende Monster, das Rekorde brach. Die Antonov An-124 gilt als eines der größten Meisterwerke der Luftfahrtindustrie weltweit. Stell dir vor, dieses riesige Flugzeug konnte 7 Weltrekorde brechen, alles in nur einer einzigen Reise. Es startete zu einer Weltreise, die von Australien über die Antarktis und die Arktis führte, bevor es wieder nach Australien zurückkehrte. Mehr als 100 sowjetische Unternehmen arbeiteten zusammen, um dieses fliegende Monster zu entwerfen und zu bauen, das länger ist als der Arc de Triomphe in Paris, wenn es vertikal aufgestellt wird. Und die Ladung? Ganze 120 Tonnen. Daher wird es genutzt, um außergewöhnlich große und schwere Ausrüstungen zu transportieren, wie zum Beispiel Züge und Lokomotiven. Ein Flugzeug, das keine Grenzen kennt, und ein Symbol für ingenieurtechnische Stärke. Es ist die Antonov An-124, das Flugzeug, das jenseits des Gewöhnlichen fliegt. Tu-160, das schnellste und schwerste Flugzeug am Himmel. Kannst du dir ein Flugzeug vorstellen, das alle Erwartungen übertrifft? Die Tu-160, das größte Überschallflugzeug der Welt, trägt legendäre Titel. Die Tu-160 ist das schwerste Flugzeug der Welt mit einem Gewicht von bis zu 110 Tonnen und vereint dennoch auf erstaunliche Weise Kraft und Wendigkeit. Manche nennen sie auch weißer Schwan, aufgrund ihrer eleganten Form und der Ähnlichkeit zu diesem anmutigen Vogel. In Bezug auf Leistungen hält die Tu-160 mehr als 40 Weltrekorde, was sie zu einem der beeindruckendsten und inspirierendsten Flugzeuge in der Luftfahrt macht. Sie ist nicht nur ein Flugzeug, sondern ein echtes Symbol in der Geschichte der Luftfahrt und wurde zu Ehren des 100. Jahrestages des Tupolev Designbüros auf Silbermünzen verewigt. Boeing Phantom Eye. Eine Drohne, die die Spielregeln verändert hätte. In der Welt der Drohnen sticht die Phantom Eye von Boeing als ein technisches Meisterwerk hervor, das nie vollständig zum Leben erweckt wurde.
Sie wurde auf Anfrage des US-Militärs entwickelt, mit der Vision, zu einem hochfliegenden Überwachungsauge zu werden, das auf sauberem Wasserstofftreibstoff basiert und es ihr ermöglicht, 4 Tage lang ununterbrochen in der Luft zu bleiben. Mit einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 278 km pro Stunde und einer Spannweite von 46 Metern hätte die Phantom I eine Revolution in der Aufklärungstechnologie und der sauberen Luftfahrt dargestellt. Doch das Projekt kam nicht über den Prototypenstatus hinaus, der heute in einem Museum ausgestellt wird und als Erinnerung an eine unvollendete Kreativität dient. Phantom I ist nicht nur eine Drohne, sondern ein zukünftiger Traum der Luftfahrt, der seiner Zeit weit voraus war. XB-70 Valkyrie, der Überschallbomber, der seiner Zeit voraus war. Die North American XB-70 Valkyrie gehört zu den faszinierendsten Militärflugzeugen in der Geschichte der Luftfahrt. Dieser strategische Bomber, der für Geschwindigkeiten von über 3675 km pro Stunde konzipiert wurde, wirkte wie ein fliegendes Raumschiff über den Wolken. Trotz ihrer überragenden Leistung und ihres einzigartigen Designs ging die XB-70 nie in Serienproduktion, da die Vereinigten Staaten ihre Verteidigungsstrategie änderten und den Fokus auf Interkontinentalraketen legten. Infolgedessen wurden nur 2 Prototypen gebaut, von denen nur einer überlebte und heute in einem Museum ausgestellt ist, als Zeugnis eines unvergleichlichen technischen Traums. Mit einer Länge von 60 Metern und einem Gewicht, das dem von 19 Elefanten entspricht, verkörpert die Valkyrie den Geist des technologischen Fortschritts. Und obwohl ihr Erstflug über 60 Jahre zurückliegt, wirkt ihr futuristisches Design immer noch wie aus einem Science-Fiction-Film. Hat dir dieser Überschallbomber gefallen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit und abonniere den Kanal für weitere solcher technischen Meisterwerke.